Du wirst nicht glauben, woraus dieser Korb gemacht ist. Aus Werbezeitungen. Woraus denn sonst? Hallo, mein Name ist Katharina und du bist auf einem Kanal, wo nutzloses Zeitungspapier in etwas Nützliches und Schönes verwandelt wird. In diesem Video zeige ich, wie man so einen rechteckigen Korb mit Deckel und sogar mit einer Öffnung I am Deckel flechtet. Ein stilvoller Korb aus Zeitungspapier für Kosmetiktücher. Was soll das heißen, ein Korb aus Papier für Papier? Ein bisschen ironisch. Na gut, was dich in diesem Video erwartet, viele nützliche Tipps, interessante Flechtmethoden für viereckige Körbe. Ich zeige und erkläre alles sehr detailliert. Also gib diesem Video ein Like, schreib in die Kommentare, wie dir diese Stilisierung der Taschentuchbox gefällt und abonniere natürlich den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Und wir beginnen! Okay, bevor wir mit dem Flechten beginnen, lasst uns kurz die grundlegenden Materialien durchgehen. Also, das wichtigste Material, aus dem wir den Korb flechten werden, sind Zeitungsröhrchen. Für ihre Herstellung habe ich eine Werbezeitung in 13 cm Breite und 45 cm lange Streifen geschnitten. Jedes Blatt Papier habe ich um eine 1,5 mm dicke Stricknadel gedreht. Für diesen Korb habe ich 289 Röhrchen benötigt. Eigentlich etwas weniger, da ich den Deckel zweimal geflochten habe. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber ich habe es nicht mehr nachgezählt. Pi mal Daumen würde ich sagen, etwas mehr als 200 Stück sicher. Vielleicht 220 oder 230 Stück. Nun kurz gesagt, du hast es verstanden. Okay, weiter geht's. Sobald die benötigte Anzahl an Röhrchen gedreht ist, kann man entweder sofort mit dem Flechten beginnen oder die Röhrchen färben. Färbe sie besser. Dann verkleben sich alle Papierverbindungen und die Röhrchen werden flexibel und stabil. Und der ganze Zeitungsdruck wird überdeckt und das Produkt sieht von klassischen Flechtprodukten nicht zu unterscheiden aus. Meine Röhrchen habe ich nach diesem Färberezept gefärbt. Nun, damit die Röhrchen während des Flechtens flexibel und nachgiebig sind, müssen sie sich in einem bestimmten Zustand befinden, nämlich in einem leicht feuchten Zustand. Dazu tauche ich sie einfach in warmes Wasser und dann wickle ich die leicht feuchten Röhrchen in Haustierwindeln. Man kann auch einfach eine Plastiktüte nehmen, damit sie die benötigte Zeit leicht feucht bleiben. Okay, das war's. Die Röhrchen sind behandelt und bereit zum Flechten. Dies ist eine sehr kurze Anleitung zur Verwandlung einer Zeitung in Zeitungsröhrchen. Wenn du jeden Schritt detailliert mit allen Feinheiten und Nuancen erfahren möchtest, schau in die Beschreibung. Dort habe ich Links zu Tutorials für jeden dieser Schritte hinterlassen. Und wir machen weiter. Nämlich, lasst uns endlich flechten. So, hier ist meine Box mit Kosmetiktüchern. Man könnte sie übrigens auch gleich als Form zum Umflechten verwenden. Allerdings sind ihre Wände nicht so stabil und fest wie die eines Kinderbaukastens. Deshalb habe ich einen Kinderbaukasten in ähnlicher Größe wie die Box zusammengestellt als Flechtform. Also, wie immer, markiere ich die Grenzen des zukünftigen geflochtenen Bodens anhand der Form. Und ich setze die vertikalen Ständer. Im Allgemeinen müssen die Ständer innerhalb des markierten Rechtecks in gleichen Abständen zueinander angeordnet werden. Und was wichtig ist, auch über die markierte Grenze hinausragende Enden lassen. Diese überstehenden Enden werden später nach oben gebogen und dienen als vertikale Ständer für das Flechten der Korbwände. Manchmal, je nach Größe des zukünftigen Korbs, ist es besser, diese Ständer gleich zu verlängern, um den Übergang zum Flechten der Wände zu erleichtern. Da dieser Korb aber nicht hoch werden soll und das Muster einfach sein wird, sollte die Länge meiner überstehenden Enden ausreichen, um die gesamte Höhe in meinem Fall zu flechten. Ich überprüfe und stelle sicher, dass alles richtig ist. Ich brauche die Ständer nicht zu verlängern. Okay, also setze ich die Ständer einfach in gleichen Abständen zueinander? Ach ja, meine Ständer werden doppelt sein, so ist es einfacher zu flechten und die Gleichmäßigkeit der Ständer zu bewahren. Der optimale Abstand zwischen den Ständern beträgt 1,5 bis 2,5 cm. Aber ich wollte, dass der Korb ein dichtes Geflecht bekommt, deshalb habe ich beschlossen, den Abstand zu verringern. In meinem Fall habe ich beschlossen, den Abstand zwischen den Ständern etwas mehr als 1 cm zu lassen. Sobald alle Ständer gesetzt sind, fixiere ich sie mit Malerkrepp, damit sie nicht auf dem Tisch verrutschen. Nun, wollen wir mit dem Flechten des Korbbodens beginnen. Dabei lassen wir auch an den beiden anderen Seiten des markierten Rechtecks überstehende Enden. Denn unser Korb ist quadratisch, hat also 4 Seiten und im Moment ragen die Enden der zukünftigen vertikalen Ständer nur für 2 Seiten heraus. Deshalb muss man beim Flechten auch die Bildung der zukünftigen Ständer für die beiden anderen Seiten berücksichtigen. Okay, zuerst verlängere ich sofort die Länge des Arbeitsröhrchens. Das ist das Röhrchen, mit dem wir flechten. Es ist beweglich und mir gefällt der Name einfach. Das Verlängern der Länge ist der häufigste Vorgang beim Flechten und wird immer identisch durchgeführt.
Die Spitze eines Röhrchens wird zugespitzt und in das breite Ende eines neuen Röhrchens wird ein Tropfen Universalkleber getropft. Nun ist alles einfach. Das dünne Ende wird bis zum Anschlag in das breite Ende gesteckt. Das war's, das Arbeitsröhrchen ist super lang geworden. Wir flechten das Muster Cartoon. Das ist das einfachste und grundlegendste Muster. Wir legen das Arbeitsröhrchen abwechselnd vor und hinter die Ständer, ganz einfach. Eine einfache Abwechslung. Und so flechten wir die erste Reihe. Beachte, dass in der ersten Reihe 2 Enden ungefähr gleich lang an den Seiten herausragen müssen. So einfach lassen wir sie und die neue Reihe beginnen wir mit einem neuen Arbeitsröhrchen zu flechten. Ich verlängere auch gleich die Länge des Arbeitsröhrchens. Und jetzt schau, wir orientieren uns ein wenig an der vorherigen Reihe. Wenn das Arbeitsröhrchen in der vorherigen Reihe über dem Ständer lag, führen wir das Arbeitsröhrchen in dieser Reihe hinter den Ständer. Ja, damit wir eine Abwechslung am Muster erhalten. Und noch ein Unterschied, jetzt flechten wir mehrere Reihen mit Wendungen an den äußeren Ständern. Dieses Mal habe ich beschlossen, keine einfachen Wendungen zu machen, sondern mit einer zusätzlichen Windung um den äußeren Ständer. Global gesehen hat diese zusätzliche Windung keinen Einfluss. Es ist ein rein dekoratives Element, das an 2 Seiten der Korbgrundlage eine schöne Umrandung bildet. Kurz gesagt, das ist Geschmackssache. Lass mich die technischen Details jetzt besser erklären. Schau, nachdem wir die Wendung gemacht haben, mit oder ohne zusätzliche Schlaufe egal, dreht sich das Geflecht in die entgegengesetzte Richtung. Und wir flechten dasselbe Muster, aber in umgekehrter Richtung. Wir orientieren uns an der vorherigen Reihe und führen das Arbeitsröhrchen anders als in der vorherigen Reihe, um die Abwechslung am Muster beizubehalten. Und das war's. Wir flechten so bis zum äußeren Ständer und machen wieder eine Wendung. Und hier stellt sich die logische Frage. Und wie viele Reihen mit Wendungen müssen wir hin und her flechten? Die Antwort ist einfach, wir orientieren uns am Abstand zwischen den vertikalen Ständern. Nämlich, wir haben die Ständer ja von Anfang an in gleichen Abständen zueinander aufgestellt. In meinem Fall, das ist etwas mehr als 1 Zentimeter. Also muss ich etwas mehr als 1 Zentimeter hochflechten und dann die Ständer an den Seitenformen Enden herausragen lassen. Also flechte ich und mache Wendungen, bis die Höhe der Reihen mit Wendungen 1 Zentimeter erreicht. Ich zähle nicht vom äußersten Rand, sondern von den ersten herausragenden Enden in der ersten Reihe. Nun, und sobald die gewünschte Höhe geflochten ist, lasse ich das Ende des Arbeitsröhrchens herausragen und die neue Reihe flechte ich mit einem neuen Arbeitsröhrchen, wobei ich 2 Enden an den Seiten herausragen lasse. Jetzt schau, was passiert. Auf der einen Seite rechts hat sich bereits ein doppelter Ständer gebildet. Der Ständer besteht also aus 2 Röhrchen. Und links ist, Moment, ein einzelner Ständer. Der Ständer besteht nur aus einem Röhrchen. Deshalb beginne ich die neue Reihe bereits am linken äußeren Ständer, nachdem ich das Ende des neuen Arbeitsröhrchens rechtzeitig herausragen gelassen habe.
Und das war's, sobald an den Seiten jeweils 2 Enden in den Ständern herausragen, flechten wir nun Reihen mit Wendungen. Und nach diesem Prinzip flechten wir die gesamte Höhe weiter. Am Ende erhalten wir einen rechteckigen Boden mit herausragenden Doppelständern an allen 4 Seiten. Nun, mein geflochtener Boden ist fertig. Übrigens, schau mal, an den Ecken ist die Anzahl der Röhrchen in meinen Ständern irgendwie anders als sonst. Aber das lässt sich korrigieren. Beim Flechten der Wände werden wir alles vereinheitlichen. Und jetzt befestigen wir unseren geflochtenen Boden an der Form. Wenn die Form des Korbs einfach ist und das Muster für die Wände keine Beteiligung der Ständer vorsieht, ziehe ich es vor, die Ständer vollständig trocknen zu lassen, bevor ich die Korbwände flechte. Gerade bei diesem Korb passen alle Bedingungen. Und alles, was ich mache, ist, alle Ständer bis zum vollständigen Trocknen in vertikaler Position zu fixieren. So ist es einfacher, auf trockenen Ständern zu flechten. Sie sind weniger beweglich und es ist viel einfacher, ihre gerade vertikale Ausrichtung zu kontrollieren. Sobald die Ständer getrocknet sind, kann man mit dem Flechten beginnen. Also die Wände des Körbchens werde ich mit demselben einfachen Muster Katun flechten. Und als erstes fügen wir die Arbeitsröhrchen hinzu, denn bisher haben wir nur die Ständer. Aber hier gibt es einen interessanten Punkt. Schau, wenn die Anzahl der Ständer ungerade ist, brauchen wir zum Flechten nur ein Arbeitsröhrchen. Wenn die Anzahl der Ständer jedoch gerade ist, benötigt man 2 Arbeitsröhrchen. Das liegt daran, dass wir die Korbwände spiralförmig flechten und um in jeder Reihe eine Abwechslung I am Muster zu haben, braucht man eben das zweite Arbeitsröhrchen, das diese Abwechslung erzeugt. Und wir flechten abwechselnd mit den Arbeitsröhrchen. Also, hier habe ich den Ständer markiert, mit dem ich mit dem Flechten beginnen möchte. Und die Arbeitsröhrchen stecke ich in das Geflecht hinein, einfach rechts vom Ständer. Ich beginne, das Musterkatun mit dem äußersten rechten Röhrchen zu flechten. Ich wechsle die Position einfach ab, mal vor dem Ständer, mal hinter dem Ständer. Im Großen und Ganzen alles wie immer, nur mit einem Unterschied an den Ecken. Ich habe beschlossen, die Ecken des viereckigen Korbs schärfer und gerader zu gestalten. Dazu mache ich nur an den Ecken zusätzliche Schlaufen, sehr ähnlich denen beim Flechten des Korbbodens, und ich setze das Flechten fort. Ein kleiner Tipp von mir: Jetzt achte ich beim Flechten der Korbwände sehr genau auf die Stelle zum Verlängern der Länge. Nämlich, ich versuche die Verbindungsstelle der Verlängerung hinter dem Ständer zu platzieren. Dieser kleine Trick macht das Produkt ordentlicher. Denn alle Verbindungsstellen der Verlängerung befinden sich am Inneren des Korbs und von außen sieht alles so aus, als wäre der Korb aus endlos langen Röhrchen geflochten. Also flechte ich fast eine ganze Reihe so, bis ich zum zweiten Arbeitsröhrchen komme. Okay, hier bin ich fast an der Stelle angekommen, wo ich angefangen habe. Ich lasse das erste Arbeitsröhrchen in Ruhe und beginne mit dem zweiten Röhrchen zu flechten. Das heißt, ich flechte wieder mit dem äußersten rechten Röhrchen. Ich achte darauf, wie das Arbeitsröhrchen in der vorherigen Reihe lag und führe das Röhrchen anders als in der ersten Reihe. Das heißt, wenn das Arbeitsröhrchen in der vorherigen Reihe vor dem Ständer war, führe ich das Röhrchen in dieser Reihe hinter den Ständer. Und das war's. Ich flechte wieder weiter, bis ich zum liegen gelassenen Arbeitsröhrchen komme. Oh, übrigens, schau mal, die Wendungen, also die zusätzlichen Schlaufen an den Ecken, werde ich auch immer in der übernächsten Reihe machen. Das heißt, diese Reihe flechte ich ohne Wendungen an den Ecken. Und zwar deshalb, damit es keine Höhenunterschiede am Geflecht gibt, denn diese zusätzlichen Schlaufen fügen auch noch ein paar Millimeter Höhe hinzu.
Und wenn man sie in jeder Reihe macht, wird die Höhe an den Chorbecken nach einiger Zeit höher sein als der Rest. Deshalb mache ich die Wendungen an den Ecken Reihe für Reihe abwechselnd. Nun, und der letzte technische Punkt, den es zu erklären gilt. Schau, an den Ecken ist die Anzahl der Röhrchen in den Ständern anders als bei allen anderen Ständern. Manchmal 3 Röhrchen in den Ständern, manchmal 4. Die ersten 2 Reihen flechte ich so, wie sie sind, ich ändere noch nichts, damit alle Ständer zuverlässiger in vertikaler Position fixiert werden. Aber schon in der 3. Reihe schneide ich einfach die überschüssigen Röhrchen in den Ständern an den Ecken ab, so dass auch an den Ecken nur noch 2 Röhrchen in den Ständern sind, wie bei allen anderen. Das war's. Wir flechten bis zur gewünschten Höhe des Korbs weiter. Okay, sobald die gewünschte Höhe geflochten ist, beenden wir das Flechten der Wände. Die Arbeitsröhrchen brauchen wir nicht mehr, deshalb verstecken wir sie einfach am Inneren des Geflechts. Ich bin gerade an dem markierten Ständer angekommen. Hier haben wir mit dem Flechten begonnen, hier werden wir auch enden. Wir nehmen das äußerste rechte Arbeitsröhrchen und stecken das Ende links vom zweiten Ständer ein. Und das restliche Arbeitsröhrchen verstecken wir links vom markierten Ständer. Sobald die Arbeitsröhrchen versteckt sind, gehen wir zum Randabschluss über. Nun, und da der Korb Details der Umwicklung aufweist, das sind die zusätzlichen Schlaufen an den Ständern und am Korbboden. Scheint mir, dass der Randabschluss Umwicklung am harmonischsten aussehen wird. Allerdings wollte ich ihn etwas abändern, nämlich die Ecken betonen. Im Grunde nicht beim ersten Mal, aber ich glaube, ich habe selbst verstanden, was ich will. Und jetzt zeige ich, wie ich das gemacht habe. Also, zuerst einmal, schau mal, die meisten Ständer brauchen wir nicht mehr. Ich schneide alle Ständer außer den Eckständern ab. Tatsächlich gibt es auf meinem Kanal bereits ein sehr detailliertes Videotutorial zum Randabschluss Umwicklung. Und ehrlich gesagt, ich liebe diesen Randabschluss, aber wie er gemacht wird und wie er an quadratischen Körben aussieht, gefällt mir nicht so gut. Und zwar deshalb, weil die Ecken abgerundet werden. Deshalb habe ich beschlossen, ein wenig zu experimentieren, um diesen Randabschluss zu machen, aber die Ecken so nah wie möglich an rechten Winkeln zu halten. Spoiler, es ist nicht gerade perfekt geworden, aber schon besser als vorher. Und das hat mir noch ein paar Ideen für zukünftige Experimente gegeben.
Na gut, das war ein kleiner Exkurs. Schau, sobald alle Ständer außer den Eckständern abgeschnitten sind, machen wir noch etwas, bevor wir mit der Umwicklung beginnen. Die Röhrchen in den Eckständern verbinden wir. Nämlich, schau mal, wir nehmen einfach ein Röhrchen und neigen es horizontal zur anderen Ecke. Und das zweite Röhrchen zur anderen. Dasselbe machen wir mit allen Röhrchen an den Ecken. Wenn die Röhrchen lang sind und sich kreuzen, schneide ich einfach die überschüssige Länge ab, sodass sich die Röhrchen etwa in der Mitte des Abschnitts zwischen den Ecken verbinden und sich nicht kreuzen. Im Grunde denke ich, dass der Randabschlussumwicklung so besser hält, da wir nicht nur die letzten paar Reihen umwickeln, sondern auch die Röhrchen aus den Ständern. Okay, ich mache dasselbe mit allen anderen Röhrchen an den Ecken und lass uns direkt mit dem Randabschluss beginnen. Also, der Sinn dieser Variation des Randabschlusses Umwicklung ist, für jede Seite des Korbs die Umwicklung einzeln zu machen. Das heißt, dieser Randabschluss ist nicht durchgehend, sondern in 4 Teile unterteilt. Wir umwickeln nicht nur die Röhrchen der Ständer, sondern nehmen auch die letzten 2 Reihen mit. Es ist ganz einfach, wir nehmen ein neues Arbeitsröhrchen und ziehen das Ende von der Innenseite durch. Dieses Ende werden wir jetzt noch nicht verstecken. Wir lassen es vorläufig so herausragen. Und mit dem langen Ende des Röhrchens machen wir Windungen um die letzten 2 Reihen und das horizontale Röhrchen. Jede neue Windung machen wir dicht an die vorherige. Und so flechten wir bis zur nächsten Ecke. Sobald wir die Ecke erreicht haben, lassen wir das Ende ebenfalls herausragen und verstecken es nicht. Und für die neue Seite des Korbs machen wir dieselbe Umwicklung mit einem neuen Röhrchen. Alles dasselbe. Sozusagen für jede Seite ein eigener Randabschluss. Das machen wir mit allen Seiten. Sobald alle 4 Seiten umwickelt sind, zeige ich dir, wie ich das dekorative Element an den Ecken gemacht habe. Im Grunde muss man, um dieses Element zu machen, den Platz dafür vorbereiten. Diese herausragenden Enden sind gerade gut, dass wir sie erstmal nicht versteckt, abgeschnitten oder angeklebt haben. Jetzt löse ich buchstäblich 2 oder 3 Windungen auf, damit dieses Element Platz hat. Oh, erschrick jetzt nicht, wie meine Röhrchen nach dem Auflösen aussehen. Sie fransen aus. Und das alles, weil ich dieses Produkt aus Resten von Röhrchen aus früheren Projekten flechte, die schon mehrmals befeuchtet und getrocknet wurden. In meinem Videotutorial, wie man Röhrchen flexibel macht, habe ich diesen Punkt genau angesprochen, dass man dieselben Röhrchen mehrmals befeuchten kann, es aber besser ist, es nicht zu tun, da sie mit jeder Befeuchtung ihre Festigkeit verlieren. Damals hatte ich kein anschauliches Beispiel zur Hand, dafür ist es jetzt anschaulicher denn je. Also, ich habe Platz geschaffen und mache jetzt mit einem neuen Röhrchen dieses dekorative Element. Ich weiß nicht einmal, wie ich meine Handlungen erklären soll. Als ich die erste Ecke gemacht habe, das war eine totale Improvisation.
Ich dachte, bis zur 4. Ecke könnte ich die wichtigsten Punkte erkennen, um sie am Tutorial zu erklären, aber nein. Obwohl ich denke, dass es auch ohne meine Erklärungen hier klar ist. Sobald alle Ecken fertig sind, alles was noch zu tun ist, ist die herausragenden Enden festzukleben und abzuschneiden. Und das war's, der Korb ist so gut wie fertig. Alles was noch fehlt, ist den Deckel zu flechten, aber beim Deckel gab es so einige Besonderheiten und ich musste den Deckel neu flechten, da ich mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden war. Ich erkläre es dir gleich. Also, der Deckel wird praktisch genauso geflochten wie der Boden, nur mit kleinen Unterschieden. Nun, wie du siehst, der erste Unterschied, wir brauchen keine Seitenständer zu flechten und zu formen. Die sind hier unnötig. Die äußeren Ständer werden durchgehend umflochten. Und hier bin ich darauf gestoßen, dass sich meine äußeren Ständer verbogen haben und mein Deckel jetzt die Form eines Trapezes hat, nicht eines Rechtecks. Und das habe ich mir überlegt. Erstens werde ich nicht auf einer Bastelunterlage flechten, sondern auf einem Stück Styropor, da man leicht Stecknadeln hineinstecken kann. Gerade mit Hilfe von Stecknadeln möchte ich versuchen, die gerade vertikale Ausrichtung der Ständer beizubehalten. Aber auch das schien mir nicht genug. Ich wollte, dass meine äußeren Ständer so steif sind, dass sie sich auf keinen Fall verbiegen. Da habe ich also meine Essstäbchen für die chinesische Küche gefunden. Und die haben einfach perfekt gepasst, sowohl von der Länge als auch vom Durchmesser. Okay, an die Stelle der äußeren Ständer setze ich chinesische Essstäbchen. Nun, und wie du siehst, habe ich bereits eine kleine Markierung gemacht. Ich habe nicht nur die Grenzen für das Flechten des Deckels markiert, sondern auch, wo die Mitte ist, um dort eine Öffnung zu lassen. Also, anstelle von Malerkrepp habe ich Stecknadeln. Damit werde ich alle Röhrchen und meine äußeren Holzständer festklemmen. Ich fixiere sie sowohl unten als auch oben, damit sich diesmal nichts verbiegt. Ich setze die Ständer. Schau, einige Ständer werden gewohnt aussehen. Und bei einigen, denen in der Mitte, wo die Öffnung ist, da werden wir ein wenig tricksen. Übrigens, wenn du mein Tutorial zum Flechten einer Vase ohne Boden schon gesehen hast, ahnst du wahrscheinlich schon, wie wir die Öffnung I am Deckel machen werden. Es ist ganz einfach. Wir biegen die Röhrchen an 2 Stellen und aus einem Röhrchen machen wir 2 Röhrchen für die Ständer. Im Grunde, schau dir das Video an, dort konnte ich alles sehr anschaulich demonstrieren.
Sobald alle vertikalen Ständer gesetzt sind, beginnen wir mit dem Flechten des Deckels. Hier ist im Prinzip alles sehr ähnlich wie beim Flechten des Bodens. Nur für den Deckel brauchen wir uns jetzt überhaupt nicht mit diesen Seitenständern abzumühen. Also machen wir an den äußeren Ständern, das sind bei mir, wie du dich erinnerst, die chinesischen Essstäbchen einfach Wendungen. Oder wenn du willst, kannst du auch mit einer zusätzlichen Schlaufe arbeiten, wie es dir besser gefällt. Außerdem wird es vielleicht nicht sehr bequem sein, die Ständer in der Mitte zu umflechten. Aber hier gibt es einen kleinen Trick, du drückst das Arbeitsröhrchen ein wenig flach und dann lässt es sich sanft biegen und es wird kinderleicht unter diese Ständer zu gelangen. Kurz gesagt, so flechten wir etwa ein Drittel des Deckels. Nun, bis wir direkt an die obere Linie der Ständer stoßen, die bei uns in der Mitte stehen. Okay, ich habe ungefähr ein Drittel des Deckels geflochten. Ich bin direkt an diese Ständer in der Mitte gestoßen und so weiter zu flechten ist jetzt unmöglich. Und jetzt machen wir Folgendes. Zuerst flechten wir eine Hälfte dieser Öffnung und dann die andere Hälfte. Die erste Hälfte flechten wir mit demselben Arbeitsröhrchen. Nur, dass wir jetzt links an einem anderen Ständer wenden. Wir müssen ja einen leeren Raum lassen. Ich flechte so ein paar Zentimeter, also bis zu der Markierung, wo die Höhe der Öffnung endet. Und mein Rat an dich, schneide das Ende dieses Arbeitsröhrchens nicht sofort ab, flechte zuerst die zweite Hälfte. Dort muss man vielleicht an einer anderen Stelle enden, damit das Muster nach dieser Trennung wieder zusammenpasst. Um die zweite Hälfte zu flechten, nehmen wir einfach ein neues Arbeitsröhrchen und fügen es hinzu. Ich stecke das Ende einfach ins Innere des Geflechts und beginne von dieser Stelle an zu flechten. Jetzt ist es wichtig, genau die gleiche Anzahl von Reihen zu machen wie bei der anderen Hälfte, damit diese beiden Hälften gleich aussehen. Sobald die zweite Hälfte fertig ist, ist es Zeit für uns, die fehlenden Ständer zu setzen. Das Prinzip ist hier genau dasselbe wie am Anfang. Ein Röhrchen wird an 2 Stellen gebogen. Das Ganze befestigen wir mit Stecknadeln, damit nichts verrutscht, und flechten weiter.
Oh, übrigens, hier bin ich gerade darauf gestoßen, dass das Muster ein wenig nicht zusammenpasst. Das heißt, wenn ich so weiterflechte, wird die Anordnung der Röhrchen genauso sein wie in der vorherigen Reihe, genau in diesem kleinen Abschnitt, aber das lässt sich korrigieren. Genau das Ende des ersten Arbeitsröhrchens, das übrig geblieben ist, damit flechten wir in die entgegengesetzte Richtung. Diese eine fehlende Reihe wird genau die Verschiebung I am Muster bewirken, damit es sich nicht wiederholt. Ich flechte eine Reihe in umgekehrter Richtung mit dem alten Arbeitsröhrchen. Und dann kann man das alte Arbeitsröhrchen beruhigt abschneiden. Und mit dem verbliebenen Arbeitsröhrchen flechten wir bis zur gewünschten Höhe weiter. Okay, hier ist mein Deckel schon fertig geflochten. Es bleibt noch, den Randabschluss zu machen und zu entscheiden, was mit diesen chinesischen Essstäbchen geschehen soll. Eigentlich hätte man sie auch lassen und einfach die überschüssige Länge abschneiden können. Aber ich wollte es irgendwie anders machen. Und ich habe beschlossen, diese Holzstäbchen vorsichtig herauszuziehen. Sie waren eine temporäre Stütze, damit der Deckel gerade wird. Und damit sich das Geflecht nicht gleich auflöst, setzen wir an ihre Stelle Zeitungsröhrchen ein, die später Teil unseres Randabschlusses werden. Also, ich ziehe das Stäbchen langsam heraus und setze sofort ein Zeitungsröhrchen an seine Stelle. Auf der zweiten Seite mache ich dasselbe. Okay, es bleibt noch den Randabschluss zu machen. Wir wiederholen das Prinzip wie beim Randabschluss des Körbchens. Die äußeren Ständer biegen wir vorsichtig und legen sie aneinander, wodurch wir die Grundlage für unseren Randabschluss um den Umfang des Deckels bilden. Alle anderen Ständer schneiden wir einfach ab. Ach ja, erinnerst du dich, als wir mit dem Flechten begonnen und das Arbeitsröhrchen eingeführt haben, da stand ein Ende seitlich ab? Und als ich die letzte Reihe geflochten habe, habe ich auch ein Ende abstehen lassen? Kurz gesagt, jetzt werden wir diese Enden verlängern. Und sie werden unsere Arbeitsröhrchen für den Randabschluss umwicklung. Wir beginnen auf einer Seite. Mit dem Arbeitsröhrchen beginnen wir, die letzten 2 Reihen des Geflechts und das horizontale Röhrchen zu umwickeln, wobei wir die Windungen dicht aneinander drücken. So bewegen wir uns von einer Ecke zur anderen. Auf der anderen Seite des Deckels machen wir dasselbe. Sobald der Randabschluss fertig ist, schneiden wir die restlichen Enden ab und kleben sie fest. Und hier sind unser Deckel und unser Körbchen fertig. Nun, damit das Produkt viele Jahre hält, rate ich, bevor man die Teile verbindet, den Deckel und den Korb zu lackieren. Wie immer lackiere ich mit verdünntem Holzlack. Über die Lackierphase habe ich sehr ausführlich in diesem Tutorial berichtet. Der Link zum ausführlichen Tutorial ist wie immer in der Beschreibung. Nachdem alle Teile vollständig getrocknet sind, verbinden wir sie einfach. Ich habe die Teile mit einem dünnen Gummiband verbunden, indem ich es durch die Öffnungen I am Muster des Deckels und des Korbs gefädelt habe. Vorne habe ich einen schönen Knopf angebracht und fertig. Jetzt rutscht der Deckel nicht mehr ab und die Verwendung dieser geflochtenen Box ist viel bequemer geworden. Das war's, unsere schöne Kosmetik-Tuchbox ist fertig. Wenn es dir gefallen hat, like und teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich wünsche dir unerschöpfliche Inspiration und mutige kreative Projekte. Wir sehen uns in neuen Videos.